Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem wunderschönen Vatertagsnachmittag. Christi Himmelfahrt. Hier in dem Dorf, in dem ich lebe, ist unten am Fluss gerade das Dorffest mit Kapelle und Bier und die Menschen lieben es, da zusammenzukommen und diesen Feiertag zum Anlass zu nehmen, mal wieder zusammenzuhocken und zu reden und zu trinken. So ein Tag der Gemeinschaft. Und für mich gibt es nichts Schöneres als so einen besonderen Tag im Satsang, in dieser Art Gemeinschaft mit dir und allen anderen zu verbringen. Ich möchte kurz zu Beginn des Satsangs für all diejenigen, die nicht wissen, worum es hier geht, äh, zwei Sätze dazu sagen, was wir hier überhaupt machen. In diesem Satsang kannst du, wenn du möchtest, mir eine Frage stellen. Du kannst sie einfach in den Chat von der YouTube-Übertragung oder von Zoom schreiben. Und dann wird Simone die Fragen vorlesen und ich werde dann versuchen, etwas dazu zu sagen. Du kannst aber auch direkt über Zoom mit mir sprechen, wenn du möchtest. Und dann kannst du einfach im Zoom ein Handzeichen geben. Das wird Simone dann sehen und wird es arrangieren, dass du dann drankommst und mit mir sprechen kannst. Und das ist eigentlich schon alles. Wir unterhalten uns hier einfach gemeinsam und ich versuche ein wenig von dem, was ich so erlebt habe und was ich lernen durfte in meinem Leben, äh, weitergeben und benutzen, um die Fragen zu beantworten. Wir machen das bis um halb vier, bis um 15:30 Uhr und in der letzten halben Stunde dieses Intensives äh, kannst du, wenn du möchtest, mit mir und allen anderen zusammen meditieren, und zwar die Samapan-Meditation. Das ist die Meditation, von der ich so oft und gerne spreche. Falls du die noch nicht kennst, macht es überhaupt nichts. Ich werde, bevor wir damit beginnen, ein paar Sätze dazu sagen, nachher um halb vier. Das Ganze geht ganz einfach und ist sehr wohltuend und ich lade dich ein, es einfach auszuprobieren. Ja, das soll schon genug sein an Vorrede. Wir fangen einfach direkt an. Simone, grüß dich. Hast du denn schon was du mir vorlesen kannst? Nein, Michael, bisher sind noch keine Fragen da. Ja, fein. Ich habe hier aber eine. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Dieser Vatertagssatzang ist ja eher kurzfristig geplant worden und ich habe ihn auch erst vor einigen Tagen in meinem Newsletter erwähnt zum ersten Mal. Und so kommt das vielleicht für einige Menschen überraschend. Und da habe ich gestern Abend eine E-Mail bekommen von einer Frau, die ich damit offenbar ein wenig in Stress versetzt habe. Und ich habe ihr schon geantwortet und alles ist gut. Aber die Frage, die fand ich so schön. Und ich liebe ja diese ganz praktischen Dinge im Leben, die uns dann so leicht verunsichern. Und obwohl ich ihr schon geantwortet habe, möchte ich es gerne vorlesen und für alle was dazu sagen. Du bietest ja gerade recht kurzfristig 4 Online-Satsangs an. Der kommende Dienstag war ja schon lange bekannt, aber jetzt plötzlich morgen am Vatertag ein Satsang Intensive. Und da taucht meine Frage auf. Wer entscheidet, ob ich live dabei sein werde? Mein erster Gedanke war blöde Uhrzeit. Morgen soll das Wetter gut sein und ich bin dann lieber mit dem Rad draußen. So einen Termin mitten am Tag ist schwierig. Unglücklich. Soll oder darf ich ihn sausen lassen? Mein zweiter Gedanke war dann, okay, Planänderung. Soham hat mir so viele Jahre lang gesagt, setze Gott an erste Stelle. Soham gab mir auch den Namen Sahat. Also ich wollte den Namen eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt ist es schon passiert. Sahat Show mit der Bedeutung spontan. Deswegen, ich bin dabei. Aber dann mein dritter Gedanke. Ganz ehrlich, ich muss dabei sein. Live, weil ich nur so am schnellsten ins Ziel komme. Ich muss mich anstrengen, und um nichts zu verpassen. Und gleichzeitig vermute ich, dass es so nicht funktioniert. Und dann kommt die Traurigkeit. Und dann zu guter Letzt mein vierter Gedanke. Und was war noch mit der Freude?
Michael sagt doch, gehe mit der Freude. Und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Vielleicht kannst du Klarheit in mein Chaos bringen. Ja, danke nochmal für diese Frage. Wir alle haben diese Verwirrung, wir alle haben diese Fragen als Mensch. Und jeder fühlt sich normalerweise so, dass er der einzige Mensch ist, der sich derart im eigenen Kopf im Kreise dreht. Und deswegen schätze ich solche Fragen so sehr, weil dann alle anderen hören können, ach, denen geht's ja genauso. Und das allein ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja, wir hören diese weisen Ratschläge, zum Beispiel von Soham, der mein spiritueller Meister ist. Aber wenn dann so eine Situation auftaucht, wissen wir trotzdem nicht, was wir tun sollen. All diese klugen Dinge widersprechen sich in unserem Kopf. Die Sache ist die, wir können solche Dinge nicht im Voraus planen. Du kannst heute nicht planen, worauf du morgen Lust hast. Gewisse Dinge plant man natürlich. Ich plane zum Beispiel diese Satsangs online. Und wenn ich einen Satsang geplant habe, dann bin ich dabei. Ich hatte Lust, diesen Satsang zu planen. Das heißt für mich, ich mache ihn. Ich werde da sein. Aber du hast die Freiheit, dich zu entscheiden, wann immer du möchtest. Du musst es nicht im Voraus tun. Aber der Kopf redet uns ganz gerne ein, ich muss es wissen. Und zwar jetzt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich spreche ja gerne davon, dass die Freude, die man empfindet oder die man nicht empfindet, ein guter Führer ist. Dann merkst du, wo zieht es mich jetzt gerade hin? Jetzt 14 Uhr, Donnerstagnachmittag. Vielleicht hast du dich schon angezogen für deine Radtour, alles ist bereit und dann merkst du, nee, ich will aber nicht. Und dann bist du hier. Aber das wirst du erst in dem Moment herausfinden, wenn es soweit ist. Oder du hast alles vorbereitet für Satsang und fühlst dich auch ganz spirituell und richtig. Und dann merkst du, wie du ständig nach draußen schaust und die Vögel zwitschern und du möchtest halt jetzt raus in die Natur. Das weißt du erst, wenn es soweit ist. Und ich möchte dich und alle anderen immer wieder dazu ermutigen, diesem eigenen Empfinden Vertrauen zu schenken. Das ist dein Führer. Und es ist natürlich inspirierend und hilfreich, wenn andere Menschen etwas sagen, ich vielleicht sogar. Aber verlassen kannst du dich nur auf dein eigenes Gefühl. Und das kann dir immer nur im Augenblick, jetzt einen Rat geben, nicht im Voraus. Es gibt also nie ein Problem. Und das ist Gott an erste Stelle setzt. Das, was Soham dir geraten hat, das, was ich manchmal sage, das, was Jesus geraten hat. Gott an erste Stelle setzen ist nichts Feststehendes. Das ist keine Regel, die besagt, wenn Satsang ist, musst du mitmachen. Oder wie es die Kirche früher gesagt hat oder heute auch noch, wenn Sonntag ist, dann geht man in die Kirche, weil Gott das Wichtigste ist. Nein, Gott an erste Stelle setzen heißt, still werden, sich nach innen wenden und schauen, was mich dort führt und wohin mich das jetzt gerade führen möchte. Das ist Gott. Der ist nicht vorhersehbar. Danke für deine Frage. Danke.
Simone, soll ich weitermachen oder hast du was? Barbara möchte gern mit dir Ja, sprechen. sehr gerne. Hallo Michael. Hallo Barbara, wie schön. Ja, äh, mir ist jetzt gekommen zu dem, was du gesagt hast, immer im Moment entscheiden, oder? Ja, Was ist aber dann mit dieser Trägheit, Faulheit, die so oft da ist und die man eigentlich doch loswerden will? Und was ist mit einer gewissen Disziplin? Also wenn ich jeden Tag in der Früh entscheiden sollte, ob ich jetzt meditieren gehe oder nicht, dann würde ich vielleicht nicht oft gehen, ja, wenn gute ich im Frage. Moment entscheide, nicht? Ja, Weil ja, oftmals sind einfach so, ja, Stimmungen oder sowas da, die was das überlagern oder wo man nicht so recht, ja. ja, ja, danke für deine Frage. Tolle Frage. Ich sag sehr gerne was dazu. Ich mache das selber so, dass ich das, was jetzt gerade hier ist, du sagtest gerade Trägheit oder Faulheit, das lasse ich zu. Es fühlt sich ja so an, wenn ich mir jetzt keinen Tritt in den Hintern gebe, ja, und mich zwinge zu etwas, dann werde ich hier den ganzen Tag rumsitzen oder womöglich die ganze Woche. So fühlt sich's an. Und wir sind überzeugt davon, dass wir das auf keinen Fall zulassen dürfen. Aber meine Erfahrung ist folgende: Wenn ich das, wie ich mich fühle, zulasse, also so richtig zulasse, ja, wenn ich diese Trägheit fühle, diese Antriebslosigkeit, dann setze ich mich aufs Sofa, aber nicht mit dem Handy, um mich abzulenken, sondern da setze ich mich aufs Sofa, ich mache die Augen zu und gebe dieser Trägheit so richtig Raum. Ja, ich gebe dir meine volle Aufmerksamkeit. Diese Trägheit, die dann Raum bekommt, die bleibt nicht, wie sie ist. Ja, ich meine, wenn ich mich 6 Monate lang überarbeitet habe, dann wird die Trägheit sicher Tage oder Wochen brauchen, aber davon sprichst du ja nicht. Du sprichst von dieser Gemütslage. Und wenn du der Raum gibst, dann wird sie sich verändern nach 5 Minuten oder nach einer halben Stunde oder vielleicht nach einer Stunde. Obwohl wir vorher das Gefühl haben, das darf ich auf keinen Fall zulassen. Ja, ich werd mich den ganzen Tag nicht mehr vom Sofa erheben. Ja, aber meine persönliche Erfahrung ist, dem ist nicht so. Sind alles, das ist der Kopf, der immer seinen Senf dazu gibt, ja, und sagt, ja, das darfst du auf keinen Fall zulassen. Und so geht es den ganzen Tag mit allem. Und deswegen mein Rat, probiert es mal. Aber, aber dann so richtig. Ja, wie gesagt, nicht sich dann ablenken sondern dem, was da ist, richtig Aufmerksamkeit geben. Ganz und gar. Das ist auch hier sein im Moment. Ja. Und was das Meditieren anbelangt, ich habe eine einzige Regel in meinem Leben seit 6,5 Jahren. Und mit Regel meine ich, da frage ich mich nicht jeden Tag. Das Erste, was ich morgens mache, ist aufs Klo gehen und dann meditiere ich. Immer. Egal, wie ich mich fühle. Und diese Entschlossenheit habe ich eigentlich nie gebraucht. Ich hatte nie einen Morgen, wo ich das nicht wollte. Aber wenn ich so einen Morgen hätte, würde ich trotzdem meditieren, weil ich weiß, das ist das eine Fundament, das ich brauche, um den Rest des Tages die gesamte Freiheit zu haben, alles zuzulassen, wie es ist, weil das die Richtung setzt am frühen Morgen. Und meine Erfahrung ist, wenn das klar ist, ich werde meditieren, dann stellt sich die Frage später gar nicht mehr. Das ist nämlich eine schöne Angelegenheit. Das ist, ich habe in meinem letzten Newsletter geschrieben, ich habe jetzt ganz überraschend, ich habe das auch nicht geplant, ich habe jetzt seit über einer Woche oder so, meditiere ich jetzt auch jeden Abend nochmal. Nicht nur einmal in der Woche oder so ab und zu, sondern jeden Tag. Und zwar nicht, weil ich denke, das ist für meinen spirituellen Fortschritt gut, ist es sicherlich, aber das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist, ich mag einfach.
Und wenn man einmal anfängt mit dieser Meditation, die jeden Tag zu machen, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo das wirklich so ist. Ja, wo man das einfach mag. Da stellt sich die Frage gar nicht mehr. Ja. Aber dazu muss man sie erst mal eine Weile erlebt haben. Danke, Barbara. Michael, ich habe jetzt eine Frage aus dem Chat, die ich gerne vorlesen möchte. Ja, sehr gerne. Katharina fragt, ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nichts mehr, aber es fühlt sich irgendwie wunderbar und frei an. Wenn der Partner Probleme mit meiner Spontanität hat, was kann ich machen? Danke. Danke, Katharina. Da geht's dir wie mir. Ich weiß immer weniger. Und das fühlt sich so gut an. Und früher dachte ich immer, ich muss alles wissen. Und ich habe mich für so schlau gehalten. Jetzt weiß ich immer weniger, immer weniger. Und es wird immer einfacher alles. Also, finde ich toll, was du da berichtest. Das, das freut mich sehr. Das ist eine gute Richtung. Und du fragst, was kannst du tun, wenn dein Partner mit deiner Spontaneität Probleme hat? Eigentlich musst du da gar nichts tun. Du hast ja kein Problem. Er hat ja eins. Also ich will es mal so ausdrücken. Er entscheidet sich, dass er mit deiner Spontanität ein Problem hat. Und dann muss er damit umgehen. Er könnte sie auch mögen, die Spontanität. Oder sogar bewundern. Oder von dir lernen. Oder einfach mitmachen, wenn er gerade mag. Oder dir ansonsten einen schönen Tag wünschen. Aber wenn er sich dazu entscheidet, damit ein Problem zu haben, dann ist es seine Angelegenheit. Das ist mal so die Basis. Und wenn du das zulassen kannst, dass dein Partner mit dir ein Problem hat, wenn du nicht versuchst, das zu verhindern, sondern wenn du bereit bist, die Gefühle, die damit einhergehen, zu haben und zu fühlen, vielleicht fühlst du dich dann unsicher oder vollkommen verkehrt, dann hast auch du kein Problem damit, dass dein Partner ein Problem hat. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Ein, ein komischer Satz meiner Partnerin und ich fühle mich total verkehrt. Obwohl ich natürlich vom Kopf her weiß, dass es Unsinn ist. Aber so sind wir nun mal, wir Menschen. Wenn, wenn es dir gelingt, mit deinem Partner kein Problem zu haben, wenn er mit dir ein Problem hat. Und das heißt, wenn du kein Problem damit hast, wie du dich fühlst, wenn er so reagiert auf dich, wenn diese Gefühle da sein dürfen, diese ganz normalen menschlichen Gefühle, dann wirst du merken, dass dich die Frage, die du gestellt hast, sich gar nicht mehr stellt. Das regelt sich dann auf eine ganz interessante Weise von selbst. Einfach weil du dann nicht mehr kämpfst. Du hast keinen Grund mehr zu kämpfen. Du fühlst dich, wie du dich fühlst. Ja, das ist nicht immer angenehm. Aber dann kannst du ihm nahe sein und ihn lieben, obwohl er gerade so drauf ist, wie er drauf ist. Und obwohl du dich wegen ihm jetzt so fühlst. Und dann wirst du feststellen, dass da plötzlich ganz neue Möglichkeiten entstehen, miteinander in so einer eigentlich schwierigen Situation zu tanzen. Wie das funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir einen Rat geben, das, was ich gerade sage, wie du mit dir selber umgehen kannst. Und
Und der Rest ergibt sich dann auf eine ganz magische Weise von selbst. Das kann man nicht vorhersehen, was dann passiert. Das Wichtigste, wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist die Bereitschaft, den anderen immer wieder loszulassen. In den schönen Momenten und in den schwierigen Momenten. Immer. Und dann ist es uns möglich, so zu sein, wie wir wirklich sind. Dann kannst du spontan sein, wenn dir jetzt gerade danach ist. Und wenn es ihm nicht passt, ja, und du ihn loslassen kannst innerlich, ja, das hat nichts damit zu tun, irgendwas zu sagen. Wenn du innerlich sagen kannst, ja, gut, dann hat er halt ein Problem. In Ordnung. Dann ist da plötzlich keine Schwere mehr. Und spiel mal damit. Du wirst ganz erstaunliche Erfahrungen machen, wenn du nicht versuchst, das zu verhindern, so eine Situation. Danke, Katharina. Danke. Michael, momentan sind keine weiteren Fragen. Alles klar. Dann lese ich noch eine E-Mail vor. Ich lebe seit etwa 2 Monaten. So lange meditiere ich schon. Morgens und abends die Samarpan-Meditation. In dem Glauben, wenn jemand meine von Traumata aus der Kindheit stammenden Depressionen und Ängste noch heilen könne, dann bist du das. Und deswegen bin ich natürlich momentan etwas hoffnungsvoll. Ich hatte in den letzten Wochen immerhin und wieder das Gefühl, etwas ist anders. Ich fühle mich gefühlsmäßig etwas gesünder, etwas froher. Zur Illustration eine Kleinigkeit. Ich habe heute beim Putzen eine bestimmte Stelle eines Schweizer Musikstücks so wunderschön gehört und empfunden wie nie in den letzten Jahrzehnten. Und ich vermute, da ist das Kronenchakra mit im Spiel. Ja, das vermute ich auch. Jetzt meine Fragen. Ich habe als Versuch nach dem Handkreisen oder als Ersatz dafür einen kleinen Stein auf das Kronenchakra gelegt. Damit spüre ich die Stelle des Chakras klarer. Kannst du mir dazu etwas sagen? Ja, das ist ein toller Trick. Zu Beginn der Samarpan-Meditation nimmt man ja die flache Hand und legt sie hier oben auf das Kronenchakra. Das Kronenchakra ist einfach die oberste Stelle des Kopfes hier oben. Dann macht man so 3 Kreise im Uhrzeigersinn und dadurch wird diese körperliche Stelle da oben so ein bisschen aktiviert. Und dann spürt man sie besser und dann fällt es uns leichter, mit der Aufmerksamkeit dort oben an dieser Stelle zu sein, am Anfang der Meditation. Und da gibt es viele Tricks, wie die Menschen sich die Sache leichter machen, wenn es für sie nicht ganz so leicht ist, mit der Aufmerksamkeit da oben zu bleiben. Ich kenne zum Beispiel Menschen, in Indien machen die das gerne, die Inder, die Samarpan-Meditation machen, die nehmen ein Reiskorn und pieksen das da oben rein in die Haut und dann bleibt es da oben stecken. Und dann spürt man diesen kleinen Piekser und dann fällt es leichter, mit der Aufmerksamkeit da zu sein. Oder ich kenne hier in Deutschland eine Frau, die ganz schöne kleine, mit Bohnen gefüllte Säckchen näht, wunderschön verziert, für Menschen, die Samarpan-Meditation machen. Die Menschen legen sich dann das Säckchen hier oben drauf und dieses leichte Gewicht da oben an der Stelle, das macht es den Leuten leichter, diese Stelle zu spüren. Ich verwende sowas nicht. Ich spüre es auch so irgendwie, aber das kann man natürlich machen. Da gibt es überhaupt gar kein Problem. Die zweite Frage. Ich nehme seit über 40 Jahren ein Antidepressivum. Im Laufe der Zeit bin ich körperlich und wahrscheinlich auch psychisch davon abhängig geworden, sodass es jetzt kaum mehr abgesetzt werden kann. Was meinst du zu diesem Dilemma?
Also ich sehe da kein Dilemma. Ich gebe dir den Rat, weiter zu meditieren und dir wegen dem Antidepressivum, das du nimmst, keine Gedanken zu machen. Nimm es einfach weiter. Ein Dilemma entsteht nur, wenn du jetzt entschließt, dass es schlecht sei, dieses Medikament zu nehmen und dass es jetzt möglichst abgesetzt werden muss, aber das nicht geht. Und dann hast du natürlich ein Problem. Aber das Problem gibt es nicht. Das Medikament hält dich stabil, du lebst gut und du hast jetzt angefangen zu meditieren. Es besteht überhaupt kein Grund, irgendetwas übers Knie zu brechen oder sich irgendwie zu beeilen. Im Gegenteil. Wenn du mit der Meditation beginnst, beginnt ein neues Leben. Und in diesem Leben, in diesem neuen Leben, wirst du ganz von allein und ganz allmählich ganz neue Sachen lernen. Und es ist gut, wenn du in dieser Zeit die Unterstützung hast, die du bisher gehabt hast. Es gibt keinen Widerspruch zwischen einem zutiefst spirituellen Leben und einem Antidepressivum. Die Meditation stärkt deine Seele. Ganz allmählich. Und das Medikament, das du nimmst, hilft deinem Körper, deinem Nervensystem, dass das stabil bleiben kann. Das ist kein Widerspruch, kein Dilemma. Und sei einfach unendlich geduldig mit dir selbst. Es kann gut sein, dass sich die Sache mit deiner Depression und mit dem Antidepressivum, das du nimmst, komplett verändert. Aber gib dem Ganzen Zeit und warte nicht auf Veränderung. Meditiere einfach. Jahr ein, Jahr aus. Und wenn du in einigen Jahren zurückblickst auf dein Leben, wirst du es nicht wiedererkennen, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und es gibt noch eine dritte Frage. Ich habe auch versucht, gleichzeitig im Kronenchakra zu sein und den Atem zu zählen. Das kenne ich aus dem Zen. Ich hatte das Gefühl, beides gleichzeitig gut tun zu können. Was kannst du dazu sagen? Ja, ich mache das auch manchmal, aber nicht, weil ich glaube, dass es gut sei, sondern einfach, weil, ja, es ist so, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit einfach im Kronenchakra und nirgends sonst. Aber mein Geist, meine Gedanken beschäftigen sich dann entweder mit der Arbeit oder mit irgendeinem Fehler, den ich gemacht habe, oder mit irgendwas, was in meinem Körper vorgeht. Und gucke, dass ich besser da sitze oder dass ich besser atme. Und dann merke ich, ups, jetzt bin ich aber mit meiner Aufmerksamkeit nicht beim Kronenchakra. Dann gehe ich wieder da hoch. Also wenn du dich dabei erwischst, wie du gerade den Atem zählst, alles gut und schön, du kannst gerne den Atem zählen, aber nicht während der Meditation. Lass es dann einfach sein und geh wieder mit der Aufmerksamkeit hier hoch. Und wenn du dann später, ein paar Momente oder ein paar Minuten später feststellst, dass du gerade wieder mit dem Atemzählen angefangen hast, dann kehr einfach mit der Aufmerksamkeit zurück zum Kronenchakra. Weißt du, es ist so, die Aufmerksamkeit auf dem Kronenchakra zu haben, ist viel mehr als nur ein Trick. Das ist viel mehr als nur den Verstand zu beschäftigen mit etwas Wohltuendem, wie zum Beispiel den Atem zu beobachten. Es ist unendlich viel mehr. Mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu sein, ist für Menschen, die das bis dahin nicht kannten, eine richtige Revolution im Leben. Aber im Vergleich dazu ist das Kronenchakra als Ziel unserer Aufmerksamkeit
unglaublich viel kraftvoller. Ich würde es nicht kombinieren. Ja, so. Aber er hat noch eine Anmerkung am Schluss seiner E-Mail, die möchte ich auch noch vorlesen. Heute früh im Halbschlaf vor dem Klingeln des Weckers habe ich prompt, nachdem es mir in den letzten 2 Monaten eigentlich deutlich besser ging, wieder meine fast durch mein ganzes Leben ziehende, unheimlich tiefe Seelenangst gehabt. Nach dem Meditieren und anschließend nach einem schwachen Kaffee war sie dann schnell wieder fast ganz weg. Ja, ich kenne die auch, die Seelenangst. Die hat mich mein Leben lang begleitet. Seit ich meditiere, ist sie nicht mehr da. Aber wenn sie käme, ich habe immer Platz für sie. Und das ist das Schöne, wenn du meditierst. Durch die Samapan-Meditation entdeckst du ganz allmählich in dir einen Ort, wo du erlebst, wow, hier bin ich sicher. Und dann fällt es dir plötzlich viel leichter, diese Dinge, die schon immer zu deinem Leben gehört haben und die für dich bisher nicht handhabbar waren, die dich vollkommen aus der Bahn geworfen haben, plötzlich ist es leichter. Und dann kommen diese Dinge und es ist nicht mehr so schwierig wie früher. Es ist, als hättest du plötzlich ein Fundament unter deinen Seelenfüßen. Ja, ich freue mich, was du berichtest. Vielen Dank. Danke. Michael, ich habe 2 neue Fragen für dich. Wie schön. Ja, bitte. Ich lese die erste vor. Sie ist von Jeanette Nicole. Hallo, Jeanette Nicole. Hallo Michael, was tust du, wenn ganz ohne Grund Nervosität oder schlechte Energien auftauchen? Danke. Danke für diese Frage. Wenn bei mir Gefühle oder Energien auftauchen, frage ich nicht nach dem Warum. Du sagst ja gerade, was tue ich, wenn diese Gefühle ohne Grund auftauchen? Oft haben wir das Gefühl, wir wüssten den Grund, aber der stimmt eigentlich fast nie. Wir kennen nur den Auslöser. Aber die Gefühle, die bei uns oft ausgelöst werden, zum Beispiel durch unseren Partner, die sind viel älter als die Beziehung. Nur haben wir die meistens recht gut verborgen, tief in uns drin. Und dann kommt ein Mensch, der uns nahe steht und sagt das Falsche oder das Richtige, und dann kommen die plötzlich. Aber die sind uralt. Und den wahren Grund kennen wir eigentlich nie. Und den brauchen wir auch nicht kennen. Es ist sogar viel besser, wenn man sich um den Grund überhaupt nicht kümmert. Wenn bei mir ein Gefühl kommt, wie zum Beispiel Nervosität oder Unruhe, Unsicherheit, Angst, dann fühle ich das. Ich bin so gut wie ich kann in meinem Kronenchakra, ich bin so gut wie ich kann bei mir. So gut ich kann, denke ich nicht darüber nach, warum ich mich so fühle und was das jetzt zu bedeuten hat und was bestimmt deswegen morgen passieren wird, sondern so gut ich kann, fühle ich das Gefühl. So nackt, ohne Bedeutung, ohne Geschichte. Ja, ohne die Geschichte, warum das Gefühl da ist, ohne die Geschichte, was das zu bedeuten hat, dass dieses Gefühl da ist. Ich lasse es einfach da sein. Und
indem man all diese Gedanken, die mit dem Gefühl zusammenhängen, zum Beispiel, was ist der Auslöser, warum, was hat es zu bedeuten, wenn man das gehen lässt, dann ist das Gefühl plötzlich was ganz anderes. Dann kann man es fühlen. Dann ist es auch plötzlich gar kein Problem mehr. So mache ich das. Danke. Dann lese ich die zweite Frage vor. Ja, bitte, Simone. Sie kommt von Katharina, die sich übrigens auch mich sehr bedankt für deine erste Antwort. Danke, Michael, so stimmig, was du sagst. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Und dann fragt sie, kannst du zu einem Kurs in Wundern etwas sagen? Ich selbst kenne den Kurs im Wundern nicht. Ich kenne viele Menschen, die das gelesen haben, die das gemacht haben oder mich dazu fragen. Ich selbst habe es nie gelesen oder gemacht. Was ich dazu sagen kann, ist, wenn dich was interessiert, wenn du merkst, oh, das klingt gut, ja, das klingt vielversprechend, dann geh näher ran, ja, schau es dir näher an. Solange dein Interesse anhält, folgt dem. So mache ich das. Und mein Interesse, meine Neugier hat mich nie zum Kurs in Wundern geführt. Und deswegen habe ich mich nie drum gekümmert. Aber wenn ich so ein Interesse spüren würde, dann würde ich dem folgen. Egal, was ich über diesen Kurs in Wundern denke. Ich würde einfach meinem Gefühl folgen. Und dann wirst du herausfinden, was da für dich verborgen ist. Und es ist ja lustig, weißt du, wenn du da Energie verspürst, aber denkst, ja, wer weiß, mal den Michael fragen, was der dazu sagt. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, lass das mal, das ist nichts Gutes. Wenn du Interesse daran hast, dann wirst du das trotzdem tun. Und das ist auch gut so. Ja, du würdest dich dann vielleicht schlecht fühlen oder verkehrt, weil ich so was Doofes gesagt habe, aber du würdest es trotzdem tun und das ist gut so. Und wenn du vom Kurs in Wundern gehört hast, aber eigentlich keine Lust dazu hast, aber du hörst so tolle Sachen von Menschen, die dir nahestehen, und du mich dann fragst und dann sage ich, ja, das ist ganz toll, mach das, dann könntest du es trotzdem nicht tun, weil du eigentlich gar keine Lust zu hast. Und es ist gut so. Ja. Also folg deiner eigenen Neugier. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kompass. Und weißt du, mit solchen Dingen ist es so, es gibt sehr viele Dinge dort draußen, die für manche Menschen sehr, sehr hilfreich sind. Und für andere Menschen überhaupt nicht hilfreich. Und was für dich ist, das spürst du durch dein Gefühl. Ich kenne Menschen, die fanden diesen Kurs ganz, ganz toll. Mich hat er nie interessiert und ich bin mir sicher, ich habe nichts verpasst. Sonst hätte mich das Leben da irgendwie hingeführt. Und darauf kannst du dich verlassen. Du wirst also nichts verpassen, wenn du etwas nicht tust, von dem alle anderen schwärmen, aber für das du keine Energie verspürst. Mit der Samarpa-Meditation ist es das Gleiche. Ich rede ja immer wieder von der Samarpa-Meditation, weil ich in meinem Leben erlebe, was das für ein wundersames, segensreiches Hilfsmittel ist. Aber ja, und du hast vielleicht noch nie was davon gehört und du hörst es und denkst, das ist aber interessant und du spürst Offenheit dafür und dann machst du es halt. Aber du machst es nicht, weil ich das sage, sondern weil du Offenheit dafür verspürst. Andere Leute verspüren überhaupt keine Offenheit dafür. Und für die ist es dann nichts. Warum? Das weiß ich nicht. Selbst Swamiji,
der indische Guru, der diese Meditation in die Gesellschaft bringt, ja, die ist ja nicht von mir, diese Meditation, ich erzähle einfach darüber, die habe ich von Swamiji kennengelernt. Er selbst sagt genau das Gleiche. Er sagt, ich erzähle es einfach, ich gebe das weiter. Wer diese Meditation annimmt und aufschnappt, das ist nicht meine Angelegenheit, sagt er. Und er sagt allen Leuten, probiert die Meditation aus, 45 Tage lang. Das ist eine Zeit, die lang genug ist, damit jemand wirklich beginnt, eigene Erfahrungen damit zu haben. Und dann wirst du sehen, ob sie dir taugt oder nicht. Und wenn nicht, dann vergiss es einfach wieder. So sagt er das selber. Also, folg deinem Gefühl, deiner Neugier. Mach dir keine Gedanken, wenn du diese Neugier oder die Offenheit für etwas nicht empfindest, obwohl Menschen, die du respektierst oder magst, von bestimmten Dingen schwärmen. Danke für deine Frage. Danke, Katharina. Ich lese jetzt noch eine Frage vor von Mukunda. Und zwar schreibt sie, Hi Dian, hast du Erfahrung mit ungesunden Abhängigkeiten oder Süchten? Hast du dazu einen Impuls? Tolle Frage, danke. Also in meinem Leben spielten Süchte eine große Rolle, aber im Kleinen. Ja, ich war nie drogenabhängig oder sowas, aber ich habe jahrelange Erfahrungen mit Kaffee zum Beispiel und mit Wein und ich glaube, die Mechanik all dieser Süchte ist immer die gleiche. Es spielt überhaupt keine Rolle, wovon man gerade abhängig ist. Eine Sucht funktioniert folgendermaßen. Du fühlst eine Anziehung zu etwas. Nehmen wir mal an, Wein. Du möchtest Wein trinken. Irgendwas zieht dich da. Du magst es, wenn du dich ein bisschen betrinkst, du fühlst dich gut, du bist entspannt, du hast Spaß mit Freunden. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist da die Überzeugung, ich sollte das nicht tun. Das ist schlecht für mich. Und in dem Moment, wo du dich dazu hingezogen fühlst, machst du dich dafür schon fertig. Und diese beiden Kräfte, die ziehen die ganze Zeit hin und her, hin und her. Daraus entsteht Sucht. Die Sucht besteht nicht darin, dass man sich zu so etwas hingezogen fühlt. Daraus entsteht keine Sucht. Wenn du dir vollkommene Freiheit gibst, das zu tun, wonach dir ist, vollkommene Freiheit, dann trinkst du so viel du willst. Und da du dir keine Vorwürfe machst, da du ganz dabei bist bei dem, was du tust, erlebst du, wie das ist. Und früher oder später, meistens früher, es geht sehr, sehr schnell, verlierst du das Interesse daran, weil du dann merkst, okay, das fühlt sich schön an, ich betrink mich, das ist herrlich, aber du spürst gleichzeitig auch ganz viele andere Dinge, die dir überhaupt nicht so sehr gefallen. Und aus diesem unmittelbaren Erleben, ohne Beurteilungen, ohne Kampf, ohne Widerstand, dadurch entsteht ganz von selbst eine ganz eigene Weisheit. Und irgendwann verlierst du das Interesse dran. Wenn du aber versuchst, damit aufzuhören, obwohl du dich dahin gezogen fühlst, dann verstärkst du die Sucht. Diese Energie, die wir durch das Beurteilen, durch das
aufhören wollen, durch das uns selbst als falsch hinstellen der Sache geben, die hält das Ganze am Laufen. Und zwar für immer, solange wir mit diesem Beurteilen nicht aufhören. Es gibt ja da, bei den anonymen Alkoholikern hatten die früher, wahrscheinlich machen sie es heute auch noch, ich weiß es nicht, ich war nie bei denen, aber ich habe das mal gehört. Das Erste, was sie da machen, ist, die setzen sich da zusammen im Kreis hin und dann sagt jeder Einzelne, ja, ich heiße so und ich bin Alkoholiker, ich trinke. Einfach dieses Anerkennen, so ist es für mich. Basta. Und damit ist der erste Schritt zur Heilung getan. Ja, ich habe, wie gesagt, da keine eigene Erfahrung, das fällt mir gerade nur jetzt, während ich drüber spreche, so ein. Die Sucht hört auf, sobald du aufhörst, gegen das, was du empfindest, zu kämpfen. Und bei mir, du fragtest, ob ich damit Erfahrung habe. Ich möchte noch meine ganz konkreten Erfahrungen damit jetzt teilen. Ich habe jahrelang sehr gerne abends 1 oder 2, manchmal auch 3 Gläser Wein getrunken. Ich fand es toll, es hat mir geschmeckt und es gab auch nicht wirklich ein Problem. Aber ich habe doch gemerkt, dass es mir nicht wirklich gut tut. Mein Schlaf wurde natürlich gestört. Ich war am nächsten Morgen nicht so erholt wie sonst. Und allmählich, mit den Jahren, wird der Körper krank. Selbst durch eher geringe Mengen von Alkohol wird er krank. Ja? Und die Birne wird auch krank. Aber ich hatte das große Glück, bei einem Meister zu sein, bei Soham, der mir genau das geraten hat, was ich dir gerade erzählt habe. Was ich dir gerade erzählt habe über Sucht, das habe ich von meinem Meister gelernt. Das hat er dazu gesagt. Und ich habe es ausprobiert. Und so er hat dann gesagt, ja, kauf dir den Wein, der dir am besten schmeckt. Ja, sofern du es dir leisten kannst. Kauf dir einen Wein, der dir richtig gut schmeckt. Und dann genieße den, so gut du kannst. Und denk nicht dran, dass du was verkehrt machst. Sei einfach bei dem, was du gerade tust. Ganz und gar. Denk nicht drüber nach. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit und es verschwindet von selbst. Nicht, weil man damit aufhören will. Man hat aufgehört, das ändern zu wollen. Aber es hört dann irgendwann auf, weil man das Interesse verliert. Das ist wahre Heilung sozusagen. Beim Wein war es für mich nicht wirklich schwierig, aber was für mich wirklich schwierig war, war der Kaffee. Ich liebe guten Kaffee. Ja, so eine richtig gute Röstung eines dunklen Espresso, frisch gemahlen, ja, gut aufgebrüht, herrlich. Ich liebe das Zeug. Aber es ist für mich, für meinen Körper verheerend. Das ist, ich habe einen Körper, der gegenüber Koffein extrem empfindsam ist. Und wenn ich einen Kaffee trinke, dann ist für 3 Tage mein Schlaf beeinträchtigt. Also die Auswirkungen sind bei meinem Körper wirklich extrem. Und trotzdem war es mir nicht möglich, damit aufzuhören. Aus Vernunftsgründen. Das geht nicht. Dann habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich wusste, das tut mir nicht gut. Ich wusste, das beschädigt meine Energie, meinen Schlaf. Ja, es sabotiert meinen Tag, weil ich dann nicht mehr so klar bin, weil ich nicht ausgeschlafen bin. Aber ich habe ihn einfach genossen, so gut ich kann. Immer wieder, immer wieder. Und dann habe ich irgendwann die Lust dran verloren. Die Lust war weg. Dann habe ich meine Kaffeemaschine verkauft, die ich mir gekauft hatte. Eine richtig schöne, damit der Kaffee auch wirklich gut wird. Habe alles verkauft. Dann dachte ich, ja, das war's jetzt. Ein Jahr später habe ich wieder total Lust drauf bekommen. Und dann habe ich mir wieder eine Maschine besorgt, wieder eine gebrauchte, damit es nicht zu teuer wird.
und habe wieder von vorne angefangen. Und dann habe ich das ganze Spiel nochmal gemacht. So lange, bis es von selbst wieder aufgehört hat. Und jetzt trinke ich keinen Kaffee mehr, weil ich keine Lust mehr drauf habe. Wenn ich Lust hätte, würde ich einen trinken, aber die Lust ist weg. Und das ist der einzige Weg. Und das geschieht von selbst. Du kannst das Ganze übrigens beschleunigen. Die Samarpan-Meditation, die stärkt deine Fähigkeit zu spüren, hier zu sein. Die macht dich empfindsamer. Und dieser Prozess, den ich dir gerade bei diesen Süchten erläutert habe, der wird dadurch schneller, einfacher, weil die Meditation dir dabei hilft, nicht zu bewerten, nicht drüber nachzudenken, sondern ganz und gar einfach hier zu sein. Und in 0, nichts ändert sich da was, aber von selbst, nicht weil du es willst. Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ich zu dem Thema schon öfter hier erzählt habe, aber sie gefällt mir einfach so gut. Mein Guru Swamiji, eben derjenige, der diese Meditation bringt, der hat mal zu Alkoholikern gesprochen. Und da hat er genau das Gleiche gesagt. Er hat genau das Gleiche gesagt, was mein Meister Soham mir schon vor 10, 15 Jahren geraten hat. Der war also, Swamiji war also bei diesen Alkoholikern, die waren alle in der Klinik. Das waren schwer Suchtkranke. Und da waren alle möglichen Experten eingeladen, die dann da den Alkoholikern ihre Weisheiten erzählt haben und versucht haben, die davon abzubringen, Alkohol zu trinken. Und Swamiji sagte dann zu diesen Alkoholikern, ähm, also hört mal, wenn ihr heute eine Flasche Schnaps trinkt, trinkt ab morgen 2. Ja, versucht nicht damit aufzuhören. Trinkt von mir aus doppelt so viel. Und, und mit einem Schlag mochten sie ihn alle. Ja, bis dahin hatten sie stundenlang gehört, ja, das ist schlecht und trinkt weniger und probiert dies und das. Und alle fanden es ganz schrecklich und alle sind eingeschlafen. Aber als Swamiji das gesagt hatte, haben sie alle gejohlt und waren alle hellwach und waren voll da. Er sagte, trinkt einfach das Doppelte. Versucht nicht, euch zu ändern, aber meditiert. Und das hat er wörtlich gemeint. Er hat gesagt, versucht nicht, euch zu verändern. Versucht nicht weniger zu trinken. Wenn es sein muss, trinkt mehr. Aber meditiert. Und er hat alle dazu eingeladen, eben diese 45 Tage, von denen ich vorhin auch schon mal sprach, einfach mal auszuprobieren, zu meditieren. Und nach diesen 45 Tagen, das ist keine lange Zeit, waren 90% dieser Menschen trocken. Und die Ärzte in dieser Klinik konnten sich nicht erklären, wie das möglich war. Die Veränderung, die dann geschieht, geschieht von innen raus, weil du aufgehört hast, gegen dich zu kämpfen, sondern stattdessen wendest du dich deinem wahren Selbst, deiner Seele zu. Die wird dann gestärkt und dann wird deine Empfindsamkeit stärker und deine Wahrnehmungsfähigkeit wächst. Und dann lösen sich solche Probleme von selbst, ganz von selbst. Während das, was wir normalerweise probieren, das mit Vernunft anzugehen, mit Willenskraft, genau das Gegenteil bewirkt. Das macht es alles nur schlimmer. Danke für deine Frage. Ich finde es so ein tolles Thema. Es gibt keinen Grund, gegen dich zu kämpfen. Ganz gleich, was es in deinem Leben gerade ist, was dich plagt. Aber meditiere. Das wird dir helfen. Danke. Michael, ich habe 2 neue Fragen bekommen, die ich gerne vorlesen werde. Ja, wie schön. Danke. Brigitte fragt: Hallo Michael, entscheidet das Leben über alles, was passiert, auch über Beziehungen? Das ist eine schöne Frage. Das Leben entscheidet
über alles, was passiert. Ganz besonders über Beziehungen. Bei Beziehungen hast du überhaupt nichts zu sagen. Nichts. Schau, du kannst nicht steuern, wen du attraktiv findest oder nicht. Du kannst nicht steuern, wer dir schlaflose Nächte bereitet und wer nicht. Und normalerweise ist es so, wir haben eine Beziehung und dann wird sie schwierig und dann glauben wir hätten den falschen Partner. Und wir sind davon überzeugt, dass wir die falsche Entscheidung getroffen hätten und uns den falschen Partner gewählt hätten. Aber wir haben nie gewählt. Also ich jedenfalls nicht. Ich habe nie in meinem Leben gewählt. Ich konnte immer nur staunend zuschauen. Und dann später, so einige Jahre später, 10, 20 Jahre später, da kann man dann sehen, ja, ich habe da nie entschieden. Aber dann kann man auch sehen, wie gut es war und was man da gelernt hat. Beziehungen sind nicht dafür da, dass es uns gut geht. Beziehungen sind nicht dafür da, dass wir Spaß haben. Natürlich haben wir Spaß, besonders am Anfang. Aber alles in diesem Leben, alles wird uns kredenzt, damit wir wachsen. Und alles, was für uns schwierig ist oder schmerzhaft, daran wachsen wir ganz besonders. Das heißt jetzt nicht, dass du dir absichtlich Schwierigkeiten bereiten müsstest. Ja, das ist überhaupt nicht notwendig. Wir probieren es natürlich, es uns so schön wie möglich zu machen. Aber wenn du Schwierigkeiten in der Beziehung hast, dann heißt es nicht, dass da was nicht stimmt. Das heißt nur, da gibt es was für dich zu entdecken. Da gibt es was für dich, woran du wachsen kannst. Ich möchte an dieser Stelle gerne einen Brief vorlesen, den ich genau zu diesem Thema bekommen habe. Und das passt gerade so schön, dass ich da gerne jetzt kurz abschweifen möchte. Schauen, ob ich ihn auf Anhieb finde. Ich bekomme ja jetzt immer mehr und mehr handschriftliche Briefe. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich ermutige alle, die es möchten, mir nicht nur per E-Mail zu schreiben, damit ich antworten kann, sondern ich schätze handschriftliche Briefe ganz besonders und ich antworte dann auch handschriftlich, abgesehen davon, dass ich die eigentliche Antwort natürlich immer in einem Video mache. Denn wenn man handschriftlich schreibt, schreibt man anders, als wenn man auf einer Computertastatur tippt. Man schreibt sich um Kopf und Kragen. Man schreibt die Seele und das ist einfach wunderbar. So, ich will gerade mal gucken, ob ich das hier gleich finde. Ja, hier habe ich es. Vor bald 2 Jahren habe ich eine Trennung erlebt, die mich zutiefst erschüttert hat. Mein Freund hat mich von einem auf den anderen Tag verlassen, weil er sich in eine andere Frau verliebt hat. Dieses Ereignis hat mich sowohl psychisch wie auch physisch völlig aus der Bahn geworfen. Inzwischen geht es mir um einiges besser und ich kann auch das Geschenk, welches mir das Leben gemacht hat, erkennen. Ich habe gelernt, mich nach innen zu wenden, meine Gefühle zuzulassen und mich anzunehmen in meiner ganzen Schwäche. Zu entdecken, dass nichts passiert, auch wenn ich 100-mal innerlich sterbe vor Schmerz, Trauer und Angst. Die Hingabe an all dies hat mir tiefe Frieden und neue Lebensfreude erschaffen. Das meine ich. Wir erleben gerade durch Beziehungen unsere eigene Schwäche und unsere eigene Unsicherheit. Die wird dadurch berührt. Immer, irgendwie. Und dadurch entdecken wir unendlich wertvolle Dinge für uns. Es ist leider so. Dafür ist dieses Leben da. Nach dieser Erfahrung beschäftigen mich nun aber folgende Fragen. Was haben Worte der Liebe und der Zärtlichkeit für eine Bedeutung?
Worte der Liebe und der Zärtlichkeit haben überhaupt keine Bedeutung. Also keine Bedeutung, die man auf irgendeine Art und Weise ernst nehmen braucht. Wenn dir ein Mann sagt, ich liebe dich, ich will für immer bei dir sein, du bist die Schönste der Welt, dann beschreibt er einfach, wie er sich jetzt gerade in diesem Moment fühlt. Und wenn du den Mann nicht brauchst, ja, wenn du nicht davon abhängig bist, wenn dein Wohlbefinden nicht davon abhängt, dass da jetzt ein anderer Mensch ist, der für immer bei dir ist, damit du dich nie wieder allein oder verloren oder schwach fühlen musst, dann ist es auch gar kein Problem, dass der vielleicht morgen ganz andere Sachen sagt. Was haben Liebesbeziehungen überhaupt für eine Bedeutung, wenn wir Menschen doch so sprunghaft sind? Früher waren Beziehungen eine rein praktische Angelegenheit. Menschen mussten zusammenleben, weil es alleine nicht ging. Das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Die wenigsten Menschen hatten Liebesbeziehungen. Man hat zusammen gelebt, weil es hilfreich ist. Und wenn man sich gemocht hat oder sogar geliebt, das ist natürlich eine besonders gute Angelegenheit. Aber in unserer modernen Zeit haben wir so so eine ganz romantische Vorstellung, dass ich als Mensch mein Glück in einer Beziehung finde. Dass es fast das Ziel des Lebens ist, mit einem anderen Menschen zu verschmelzen und gemeinsam glücklich zu werden. Und das stimmt nicht. So denken alle. Alle Filme handeln davon, alle Bücher handeln davon. Und das lässt uns die Natur spüren. Ja, wenn der Geschlechtstrieb reift bei jungen Menschen, dann haben wir das Gefühl, ich will zu dem anderen hin. Da finde ich Erfüllung. Aber da finden wir sie nicht. Nie. Beziehungen sind dazu da, dass wir an uns selbst wachsen. Und sie sind unendlich nützlich. Je näher wir einem anderen Menschen kommen, desto mehr entdecken wir unsere versteckten Schwächen, desto mehr entdecken wir die ganzen Illusionen, die wir selbst mit uns rumtragen. Es hat nichts mit dem anderen zu tun. Der hilft uns nur dabei, das zu entdecken. Du hast in einem deiner Videos über bedingungslose Liebe gesprochen. Sind wir überhaupt fähig dazu? Nein, natürlich nicht. Deswegen sind wir hier. Wir sind hier in diesem Leben, um zu lernen, das zu entdecken, wer wir wirklich sind. Und das entdecken wir dadurch, dass wir alles, was wir erleben, annehmen. Bedingungslos. Indem wir aufhören zu bewerten. Indem wir aufhören zu wählen. Das ist die Rückkehr ins Paradies. Und durch diese Geisteshaltung entdecken wir unser wahres Inneres. Dieses Annehmen von allem. Dieses Ja zu allem. Und das fühlt sich für jemand anderen an wie bedingungslose Liebe. Wenn ein Jesus dich anblickt, der nicht bewertet, der nicht wählt, der sieht nur Schönheit. Und das spürst du. Und du denkst, wow, das ist Liebe. Das ist bedingungslose Liebe. Und das lernen wir in diesem Leben. Wir lernen es aber nicht, um dann endlich eine richtige Partnerschaft haben zu können. Wir lernen sie im Zuge unseres
unsere Entdeckungsreise zurück in den Himmel, auf unsere Entdeckungsreise zurück zu uns selbst. Und dann lernen wir, bedingungslos zu sein, Ja sagen zu können zu allem. Und dann sind wir zu bedingungsloser Liebe fähig und dann sind wir auch zu Beziehungen fähig, die ganz anders sind als die Beziehungen, wie sie die Menschen normalerweise kennen. Aber dann brauchen wir die Beziehungen nicht mehr. Dann sind sie nicht mehr wichtig. Sie sind immer noch da. Aber die Beziehung ist nicht das Motiv für diese Reise. So eine Art Nebeneffekt. Ich glaube, das war alles, was hier in dem Brief jetzt, naja, es ist mir runtergefallen, das heißt wahrscheinlich, dass ich damit fertig bin. Michael, dann habe ich noch eine dazu passende Frage für dich. Ja, toll. Das ist auch ein tolles Thema. Also das ist das Thema, was uns alle so sehr bewegt. Und es ist auch gut so. Ja. Dieses Thema ist das Thema, was uns letztlich dazu bringt, nach innen zu schauen, weil wir irgendwann entdecken, nichts da draußen funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ja, bitte. Ich habe dich unterbrochen. Kein Problem. Mike fragt, hallo, wie Hallo, kann Mike. ich nach einer Trennung besser mit mir umgehen? Ich erlebe Ängstlichkeit, Wut auf sie und große Einsamkeit und mir fällt es sehr schwer, meine Gefühle zuzulassen. Ja, danke. Ja, was nach einer Trennung geschieht, ist, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen werden. Wir sind in einer Beziehung und eine Beziehung kann eine wunderbare Ablenkung sein. Sie erfüllt uns. Wir brauchen uns um all diese Dinge nicht zu kümmern, die in uns warten. Und dann ist die Beziehung vorbei. Und das wartet alles auf uns. Es hat nichts mit deiner ehemaligen Partnerin zu tun. Die Gefühle, die du jetzt hast, die waren vorher schon da. Und jetzt hast du eine unendlich wertvolle Gelegenheit. Mit einer Partnerin oder mit einem Partner ist es schwieriger. Aber wenn du alleine bist, kannst du dich ganz und gar diesen Dingen zuwenden. Immer wenn du gerade nicht arbeitest oder andere Dinge tun musst, um dich um deinen Alltag zu kümmern, dann kannst du dich diesen Dingen zuwenden auf eine Art und Weise, wie sie für dich zuträglich und möglich ist. Du kannst mit deiner Einsamkeit spazieren gehen zum Beispiel. Ja? Geh mit ihr spazieren, raus an die Donau, am Ufer entlang. Oder ich weiß ja nicht, wo du lebst, keine Ahnung. Diese Gefühle klopfen an und wollen nur eins von dir, deine Aufmerksamkeit. Mehr nicht. Und solange du ihnen diese Aufmerksamkeit verweigerst, aus Angst vielleicht oder aus Unfähigkeit, solange werden sie immer wieder kommen. Und irgendwann fängst du an, sie einzuladen. Diese Angst, diese Einsamkeit. Ich mache das so. Wenn ein richtig intensives Gefühl kommt, dann lasse ich es einfach so nahe kommen, wie es nur möchte. Ich ruhe so gut ich kann da, wo ich bin. Ja, das Kronenchakra ist eine richtig schöne Stelle, wo man dann sich niederlassen kann. Und dann lässt du einfach diese Gefühle kommen.
wie so scheue Tiere. Ganz nah, immer wieder. Das macht dich ganz. Das wirst du entdecken, wenn du das für einige Zeit praktizierst. Immer wieder, immer wieder. Und diese Zeit, die du jetzt gerade erlebst, Mike, ist ein Schlüssel für dich. Mit Einsamkeit Frieden zu schließen, ist der erste Schritt in die Freiheit. Sowas in meinem Leben. Das Erste, was mir mein Meister beigebracht hat, war, allein zu sein. Es war so schwer für mich. Aber das Leben zwingt uns dann irgendwann dazu. So war es bei mir auch. Und wenn du diese Gelegenheit nutzt, ich will dir jetzt nicht sagen, was du dann entdeckst, das entdeckst du dann selbst. Aber das ist wirklich ein Schlüssel. Und wie macht man das? Nochmal ganz praktisch. Nimm dir Zeit, sei geduldig. Immer wenn es gerade für dich einfach ist, zu einer Zeit, wo du Zeit hast, an einem Ort, wo du dich wohlfühlst, lade die Gefühle, die in dir sind, lade die Einsamkeit ein. Ja, hör für einen Moment auf, sie weghaben zu wollen, sondern sag, okay, jetzt tut mir leid, dass ich dir den ganzen Tag wegdrücke, ich kann nicht anders, aber jetzt komm. Ja. Und mach das immer wieder. Immer wieder. Nicht damit sie weggeht, sondern dass sie immer noch näher kommen kann, immer noch näher. Mein Meister Soham hat es so beschrieben. Wenn du beginnst, deiner Einsamkeit gegenüber freundlich zu sein, sich ihr zuzuwenden, sie da sein zu lassen, sie nicht mehr weghaben zu wollen, dann hört die Einsamkeit auf, einsam zu sein. Es ist wirklich so, als würdest du diese arme Einsamkeit ständig in die Einsamkeit rausstoßen, weil du mit ihr nichts zu tun haben möchtest. Und wenn du beginnst, dich ihr zuzuwenden, dann passiert was Magisches. Es ist, als würdest du dich selbst heilen, indem du dich jetzt zum ersten Mal um diese Einsamkeit kümmerst, einfach indem du sie da sein lässt. Für immer. Ich hatte früher solche Angst vor Einsamkeit. Mein ganzes Leben war davon bestimmt. Und ich wusste es nicht. Gemerkt habe ich es nur in solchen Zeiten, wie du sie gerade erlebst. Und heute bin ich nicht mehr einsam. Manchmal kommt die Einsamkeit trotzdem. Und wenn sie kommt, dann darf sie da sein. Heute ist sie mein bester Freund. Es ist immer noch schwierig, wenn sie kommt. Aber ich weiß, ich habe es so oft erlebt. Ich weiß, da kommen nur Geschenke. Wenn ich sie einlade, wenn ich sie da sein lasse, dann macht mich das glücklich, stark, groß, weit, ganz. Ich sag's dir, das ist der Schlüssel auf dem Weg zum Himmel. Den hast du jetzt gerade in der Hand. Meditieren macht die Sache leichter. Beim Meditieren, da ruhst du an einer Stelle, wo es einem leichter fällt, gerade in solchen schwierigen Zeiten, sich verbunden zu fühlen, auch wenn man nicht weiß, mit was. Danke, Mike. Ich bin bei dir. Ich weiß, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne das. Danke.
Ich habe noch eine Frage von Ramona Michael, die lese ich jetzt auch vor. Sehr gerne. Hallo Ramona, schön, dass du da bist. Lieber Dian Michael, zum Thema gegen sich zu kämpfen. Könntest du etwas zur Energie der Angst und des Hasses sagen? Und kann man aus deiner Sicht Hass mit Widerstand gleichsetzen, beziehungsweise auch den Kampf gegen sich selber, beziehungsweise das Leben? Dankeschön. Ja, ich glaube, man kann das wirklich so sagen. Wenn du hasst, dann ist es eine ganz besonders entschlossene Art des Widerstandes gegen sich selbst, gegen etwas, was du erlebst in dir drin. Man hasst dann für gewöhnlich den Auslöser oder das, was man für den Auslöser hält. Und deswegen gibt es in vielen Traditionen den Rat zu vergeben, indem ich demjenigen, den ich hasse, demjenigen, den ich für schuldig halte an meiner Misere, indem ich dem vergebe, lasse ich los. Und indem ich diese Geschichte loslasse, du bist schuld, du bist böse, diese Geschichte endet, indem ich vergebe, dann werde ich auf mich selbst zurückgeworfen. Das ist das Entscheidende. Der andere war nie schuld an meiner Misere, nie. Aber das wissen wir nicht. Man kann sich das so vorstellen, weißt du? Wir sind in dieses Leben gekommen, weil wir noch einige Dinge in uns herumschleppen, tief drin in unserer Seele, die wir noch zu befrieden haben, Dinge, vor denen wir Angst haben, Dinge, die wir immer noch für ein Problem halten. Und dann müssen wir sie erleben, weil wir durch das Erleben die Gelegenheit bekommen, diese Dinge anzunehmen und dann zu entdecken, wow, es gibt keinen Grund davor, Angst zu haben. Wenn wir das mit allem gemacht haben, was wir mit uns rumschleppen, dann sind wir frei. Und Hass ist im Prinzip eine Taktik, uns auf eine ganz intensive Weise von uns selbst abzulenken und nur auf den anderen zu schauen. Und sobald du aufhörst zu hassen, entdeckst du all das in dir drin, wovor du eigentlich weggelaufen bist. Ja. Danke für die Frage. Ich danke dir, Ramona. Eine Frage habe ich noch, Michael. Ja, bitte. Die ist von Paramita. Hallo Paramita. Schön, dass du da bist. Sie schreibt: Lieber Michael, wenn ich meine Seele lieben will, stellt sich die ganze Welt gegen mich. Wenn ich mich füge, das heißt das mache, was die Welt scheinbar von mir will, hört meine Seele auf zu leuchten. Und eigentlich lebe ich nur, wenn meine Seele leuchtet. Ich fühle mich total boykottiert. Oder boykottiere ich mich? Stecke ich meine Ziele hoch? Das, was mir in bzw. durch die Meditation gezeigt wird, kann ich nicht leben. Es gilt scheinbar nur für andere. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht richtig in der Welt. Vielleicht ist das Quatsch, was ich schreibe. Kann ich jemandem schaden, wenn ich meiner Seele folge?
Ich habe Angst, diese Frage zu stellen. Während ich schreibe, habe ich die Intuition, als sei alles eine Frage der Angst und als sei ich ganz am Anfang meines spirituellen Weges. Vielleicht gibst du gerade die Antwort, alles annehmen. Aber ich renne immer mit dem Kopf gegen die Wand und möchte verstehen. Und ich verstehe einfach nicht. Liebe Grüße. Danke, Paramita. Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Wir können nicht verstehen. Und wir können auch unsere Seele nicht verstehen. Und wir wissen auch nicht, was unsere Seele uns rät. Und wir wissen auch nicht, was unsere Seele will. Und wir wissen auch nicht, was die anderen wollen. Und alles, was du geschrieben hast, stimmt nicht. Aber so geht's allen Menschen. Nicht nur dir. Wir können eine Sache tun. Weißt du, es ist so, wir sind blind und wissen nichts. Wir wissen einfach nichts. Und wir meditieren. Aber wir wissen auch nicht, was das zu bedeuten hat. Mein Rat an dich ist, wisse nichts. Es ist ganz verführerisch. Man fängt mit dem Meditieren an und man fühlt sich auf eine bestimmte Weise und sofort denkt der Kopf, ah, jetzt weiß ich, was meine Seele will. Und schon haben wir den nächsten Plan. Schon haben wir die nächste Vorstellung von dem, was ich tun muss, damit mein Leben endlich richtig wird. Das stimmt alles nicht. Nichtwissen ist schwierig. Es fühlt sich an wie nackt sein. Das Leben ist wie ein Tanz. Weißt du, mein Leben ist nicht deswegen frei von Problemen, weil ich endlich kapiert habe, wie ich die Dinge richtig machen muss, damit ich das tue, was meine Seele will. Sondern mein Leben ist frei von Problemen, weil ich aufgehört habe zu glauben, zu wissen, wie es jetzt gerade sein soll. Und dann schaue ich, ah, was geht jetzt? Wie kann ich tanzen mit der Welt, mit meinen Nachbarn, mit der Familie, mit Gott? Ganz still, ganz unbeholfen. Schau, ich, ich bin gerade mit dir verbunden und ich bekomme das Bild von einem kleinen Mädchen, das auf einer Blumenwiese steht und überhaupt keinen Plan hat und nichts vorhat und auch überhaupt nicht weiß, wofür dieses Leben da ist und keinen Plan hat. Das kann sich einfach nur an den Schmetterlingen und den Blumen erfreuen. Aber wenn wir versuchen, was richtig zu machen, dann wird es schwierig. Und wenn wir versuchen, das Leben spirituell richtig zu machen, dann wird es richtig schwierig. Wenn du meditierst, dann meditierst du nicht, um dadurch endlich zu begreifen, was deine Seele will. Darum geht's nicht. Wenn du meditierst, dann tust du das, um all das zu vergessen, was dich plagt.
Du lässt es alles los. Die Schwierigkeit mit den anderen Leuten, deine Unfähigkeit, dein Leben auf die Reihe zu bekommen, deine Unfähigkeit, spirituell zu wachsen, deine Unfähigkeit, richtig zu meditieren. Das lässt du alles los. Du weißt überhaupt nichts. Und nach dem Meditieren weißt du am allerwenigsten. Es geht nicht darum, deine Klarheit zu bekommen und dich oder deine Seele besser zu verstehen. Paramita ist es so. Je weniger du weißt, desto mehr hat deine Seele das Sagen. Die Seele wird immer stärker. Das heißt aber nicht, dass wir uns dann immer klarer und besser fühlen, ja, und denken, oh wow, jetzt habe ich mein Leben auf der Reihe. Das Gegenteil ist der Fall. Du weißt immer weniger. Du fühlst dich immer mehr wie ein Anfänger. Du fühlst dich immer unfähiger. Und das Leben passiert immer mehr von selbst. Das ist deine Seele. Es ist fast so, als könntest du deine Seele und das, was deine Seele will, nicht kennen. Und sobald du es kennst, weißt du, das ist es nicht. Genieß den Moment. Wenn du spazieren gehen kannst, genieß den Sonnenschein. Wenn du zu arbeiten hast, geh arbeiten. Mach deine Arbeit so gut du kannst. Wenn du mit Kollegen zu tun hast, geh mit denen um, so gut du kannst. Wenn du meditierst, mach das so gut du kannst. Wenn du alleine bist, sei alleine, so gut du kannst. Als würde jeder Moment für sich stehen, als gäbe es kein Leben, als gäbe es keinen Weg. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Bei dir schon gar nicht. Danke, dass du geschrieben hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Und ich sehe, es ist 2 Minuten vor halb. Ich fürchte, wir müssen mit den Fragen jetzt aufhören. Ich möchte noch was zu den Fragen sagen. Ich habe hier noch viele Briefe liegen, die ich noch nicht beantwortet habe. Und ich möchte euch sagen, und ich möchte dir sagen, ich freue mich über die Fragen so sehr. Die sind allesamt, jeder einzelne, so berührend. Ich habe noch einige Fragen, die schon sehr lange warten. Ich werde jede einzelne Frage beantworten, sowohl in einem Satsang oder in einem Video, als auch per E-Mail oder Brief. Es dauert nur eine Weile. Wenn du bisher noch keine Antwort bekommen hast, heißt es nicht, dass ich deinen Brief oder deine E-Mail nicht gelesen habe. Es dauert einfach noch ein bisschen. Verzeih. Und wenn du eine Frage hast und hier im Satsang nicht genug Zeit war, schreib mir einfach. Wie gesagt, das kann eine Weile dauern. Aber diese Fragen sind für mich und für alle anderen so wertvoll. Ich habe in diesem einen Jahr, wo ich jetzt Videos mache, nicht eine einzige Frage bekommen, die nicht jeder einzelne Mensch hätte stellen können. Wir sind alle in einem Boot. Deswegen danke ich dir und euch für jede einzelne Frage. So, und jetzt lade ich dich ein, zusammen mit mir und allen, die möchten, mit zu meditieren, die Samarpan-Meditation. Falls du die noch nicht kennst, sage ich jetzt ganz kurz, wie sie funktioniert. Was ich hier tue, ist einfach nur dir die wichtigsten Sachen zu sagen. Es gibt darüber eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, denn diese Meditation ist ganz, ganz einfach. Sie hat aber, wenn man sie jeden Tag regelmäßig macht, ganz grundlegende Wirkungen, die einfach fantastisch sind. Ich will jetzt nicht zu viel drüber sagen, weil wir keine Zeit mehr haben, aber das tue ich ja in vielen meiner Videos. Du findest auf meiner Website auch Videos, da geht es fast nur um die Samarpan-Meditation. Die Samarpan-Meditation kommt nicht von mir, das ist nicht meine Meditation, die kommt von
Shiv Krupanand Swamiji, das ist mein indischer Guru, der hat die gebracht und ich gebe sie einfach weiter. Und von den Menschen der Samarpan-Meditation Deutschland gibt es auch richtige offizielle Einführungen in diese Meditation. Da kann man online dran teilnehmen oder auch vor Ort. Das sind ganz schöne, kurze Veranstaltungen, die kosten auch nichts. Wenn man Lust hat, kann man da mitmachen, dann erfährst du da noch sehr interessante Sachen über die Meditation, kann ich jedem nur empfehlen. Falls du an so einer Einführung mitmachen möchtest, findest du auf meiner Website, auf der Seite Meditation, die Infos und die Links, dann hast du es ganz einfach dahin zu finden. Ja, und jetzt sage ich, wie es funktioniert. In der Meditation sitzen wir einfach eine halbe Stunde lang mit geschlossenen Augen da. Wie du da sitzt, spielt im Grunde keine Rolle. Ich sitze am liebsten im Schneidersitz, weil ich dann so schön bequem aufrecht sitzen kann. Das fällt mir dann sehr leicht. Wenn die Wirbelsäule gerade und nicht angelehnt ist, dann empfinde ich das zu meditieren als besonders angenehm. Aber wenn du gerne angelehnt sitzt, ist es auch okay. Diese Äußerlichkeiten sind alle nebensächlich. Ich sitze gerne im Schneidersitz da, ist völlig unwichtig, sitz da, wie du möchtest. Aber wenn du nicht mit deinem Po auf dem Boden sitzen kannst, dann schau, dass wenigstens die Füße auf dem Boden sind. Das ist gut zur Erdung, das unterstützt die Meditation. Ja, wie gesagt, die Äußerlichkeiten sind alle nicht so wichtig. Was in dieser Meditation das einzig Wichtige ist, das ist, was wir mit unserer Aufmerksamkeit machen. Wir nehmen unsere Aufmerksamkeit und die haben wir hier oben, an der obersten Stelle des Kopfes. Die Inder nennen diese Stelle das Kronenchakra. Und an dieser Stelle, da ruhen wir mit unserer Aufmerksamkeit. Es klingt erstmal ganz einfach, ist es auch. Aber du wirst feststellen, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit dort ruhst, es geht ein paar Sekunden gut, vielleicht auch ein paar Minuten, und dann merkst du, wie du plötzlich in Gedanken bist. An ein schönes Mädchen oder an die Arbeit oder an irgendwas anderes. Und dann merkst du das und dann bringst du ganz sanft deine Aufmerksamkeit wieder dahin zurück, wo sie hingehört während dieser Meditation. Du brauchst dir keine Vorwürfe machen, es ist kein Problem. Es geht also in dieser Meditation nicht darum, es richtig zu machen. Es geht einzig darum, die Aufmerksamkeit einfach immer wieder hier hochzubringen. Die Aufmerksamkeit bleibt da nicht. Das ist normal. Aber indem du immer wieder dahin zurückkehrst, immer wieder, dadurch geschieht das, was wichtig ist. Zu Beginn der Meditation nehmen wir die flache Hand, legen sie da oben drauf und dann vollführt die Hand dort oben 3 Kreise im Uhrzeigersinn. Dadurch wird diese Stelle dort oben etwas aktiviert und wir spüren sie dann besser. Dann fällt es uns am Anfang leichter, die Aufmerksamkeit dort zu haben. Dann sage ich gleich, wenn wir anfangen, das sogenannte Seelenmantra. Das geht so: Ich bin eine heilige Seele. Ich bin eine reine Seele. Das erinnert uns daran, worum es in diesem ganzen Leben geht. Dieser Weg zurück zu unserer Seele, zu dem, was wir nicht kennen, von dem wir keine Ahnung haben. Das wiederhole ich 3-mal. Du kannst es dann gerne nachsprechen. Und nachdem ich dieses Mantra 3-mal wiederholt habe, sitzen wir einfach für eine halbe Stunde oder jetzt noch 26 Minuten in Stille da und machen sonst nichts. Keine Musik, nichts. Und ganz am Schluss hole ich dich mit einem Satz aus der Meditation zurück und dann ist der Satzang beendet. So, das machen wir jetzt einfach zusammen. Setz dich bequem hin, schließe die Augen, nimm deine flache Hand, setze die oben auf den Kopf. Die Hand macht 3 Kreise im Uhrzeigersinn. Jetzt bringst du die Hand ganz, ganz langsam wieder nach unten. Die Augen bleiben geschlossen. Und jetzt sage ich das Seelenmantra 3-mal. Ich bin eine heilige Seele. Ich bin eine reine Seele.
Ich bin eine heilige Seele. Ich bin eine reine Seele. Ich bin eine heilige Seele. Ich bin eine reine Seele.
Danke für die Meditation. Ihr könnt eure Augen jetzt wieder langsam öffnen. Dieser Mai ist ja so eine Art Jubiläumsmonat für mich. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit den Videos begonnen. Und es wird diesen Monat 4 Satsangs mit mir geben. Heute war der erste. Am kommenden Dienstagabend gibt es den normalen Online-Satsang. Da bist du ganz herzlich eingeladen. Und am Pfingsten, am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag, wieder nachmittags um 14 Uhr, so wie heute, da gibt es wieder 2 Intensiv-Satsangs mit Meditation. Und du bist ganz herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich freue mich auf dich. Danke, dass du da bist. Ich liebe dich.